Hallo ihr Lieben, braucht ihr ein schnelles Dessert für die Winterzeit oder Weihnachten? Heute habe ich ein leckeres Rezept aus Finnland für euch, Loomrahka oder Pflaumenquark auf Deutsch. Es ist in wenigen Minuten zubereitet und hat tolle Winteraromen dabei. Lasst uns gleich loslegen. Für das Rezept brauchst du ganz wenige Zutaten. Erst brauchen wir Quark. Ich habe heute den 40-prozentigen Quark genommen, aber du kannst auch Magerquark oder jeder andere Quark auch anstatt nehmen. Dann brauchen wir noch Schlagsahne und dazu wollte ich auch noch was sagen. Ich habe 300 Gramm Quark und 100 Gramm Schlagsahne genommen, weil ich Schlagsahne nicht so gerne mag, aber ich mag diese Luftigkeit, die man von Schlagsahne in so einem Dessert hat. Und wenn du magst, kannst du die Mengen anpassen. Du kannst 200 Gramm Quark und 200 Gramm Schlagsahne nehmen, dann hat der Dessert noch mehr Luftigkeit. Dann brauchen wir Vanillepaste, Orangen, Bio-Orangen, weil wir die Abrieb brauchen. Und dann kommen wir zu dem Hauptzutat oder den Highlight unserer Dessert, eine winterliche Pflaumenmarmelade. Ich nehme für den Rezept mein eigenes Pflaumenmarmelade und das Rezept werde ich für dich hier verlinken. Aber natürlich kannst du auch jede andere Pflaumenmarmelade anstatt nehmen. Meine Marmelade hat winterliche Gewürze dabei. Wenn du aber eine andere Marmelade für den Loomrahka nimmst, dann würde ich dir empfehlen, noch etwas Zimt und Kardamom dazu zu geben. Und zum Dekorieren brauchen wir noch Lebkuchen und ich habe schon meine knusprige Lebkuchen gebacken und ich werde solche ganz kleine Lebkuchen dann noch zum Dekorieren nehmen. Das ist auch ganz wichtig für den Dessert. Das ist ein kleines Highlight. Es gibt den Dessert noch mehr Geschmack und macht es wirklich schön weihnachtlich. Wenn du mein Lebkuchenrezept noch nicht kennst, dann werde ich den für dich noch hier verlinken. Zuerst gebe ich 2 Esslöffel Pflaumenmarmelade zum Quark und etwa eine Teelöffel Vanille und Orangenabrieb nach Geschmack. Es duftet schon jetzt richtig weihnachtlich und dann das Ganze kurz vermischen. Jetzt schlagen wir die Sahne steif und heben sie vorsichtig in die Quarkmischung. Dadurch wird das Ganze schön luftig und cremig. Und jetzt ganz wichtig, abzuschmecken, weil wir das Ganze nur mit der Pflaumenmarmelade gesüßt haben. Und die Pflaumenmarmeladen haben ja sehr verschiedene Süße und jeder mag es auch verschieden süß. Deswegen jetzt abschmecken und wenn dir etwas Süße fehlt, dann kannst du mehr Pflaumenmarmelade dazugeben oder auch mit etwas Zucker nachsüßen. Ich werde noch einen Esslöffel Pflaumenmarmelade dazugeben, aber der Loomrahka hat eine wunderschöne Orangennote und schöne winterliche Geschmäcker. Ich freue mich schon. So, nochmal kurz vermischen. Jetzt verteile ich den Loomrahka in die Servierschüssel und danach werde ich noch mit Orangenabrieb dekorieren und die Lebkuchen dazugeben. Ganz wichtig ist aber, mit den Lebkuchen zu dekorieren, nur ganz vor dem Servieren, sonst werden sie sehr weich. Du kannst das Dessert auch im Voraus zubereiten und im Kühlschrank aufbewahren. Dann, wie gesagt, das Deko vorerst weglassen und erst vor dem Servieren mit dem Orangenabrieb und Lebkuchen dekorieren. Und das war es auch schon, dein leckeres Winterdessert. Perfekt für wenn du wenig Zeit hast, aber trotzdem was Leckeres genießen möchtest. In Finnland wird Loomrahka übrigens auch
sehr gerne an Weihnachten serviert. Was magst du lieber? Schnelle Dessert zum Feiertagen oder doch etwas Aufwendiges? Schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.